Ja, Gott zum Gruße, hier bin ich wieder, Hulda Offenbauer. Ja, letztes Mal wollte ich noch die Lösung bringen, den Lösungsvers aus dem ganzen Dilemma mit Steuermann und Staat und den ganzen. Und da war das Video aus. Aber es war vielleicht eh ganz gut, weil ich möchte jetzt hier weitermachen, aber nicht mit dem Lösungsvers, sondern ich lasse mich da eigentlich immer führen und ich habe etwas anderes bekommen, dass ich noch ein bisschen mehr in diese Materie mit dem Steuermann, mit dieser Kybernetik, Staat und Steuern, dass ich das noch ein bisschen mehr mit der Bibel unterstreiche, damit wir da noch mehr Hintergrundinformation haben. Und dann kommt der Lösungsvers. Ja, heute geht es, wie gesagt, um den Staat, um die Beamten, um die Diener, um Ausbeutung, um angebliche Wohltäter. Dann schauen wir uns auch noch an die Fürsten dieser Welt und schauen wir, wie weit wir da kommen. Vielleicht können wir das nächste Thema dann noch anschneiden. Ich will da jetzt nicht zu viel versprechen, ich lasse das einfach so laufen, wie es kommt und schauen wir, wie weit wir da gemeinsam jetzt in diese Materie noch tiefer einsteigen können. Ja. Um anzuschließen an das letzte Video, an den Teil 1, vielleicht im Hinterkopf habt ihr noch diesen Gedanken im Hebräer 12, wo wir gesagt haben, dass eben dieser Jahwe noch einmal kommt und mit seiner Gemeinde, mit seiner Ekklesia, mit Myriaden von bösen Engeln. Wir haben da gesagt Berg Zion, das himmlische Jerusalem, er, Jahwe, der Richter aller, der die göttlichen Weisungen gibt auf der Erde. Und das haben wir eben dann gedeutet, dass das eigentlich was ganz anderes heißt, nämlich das ist dieser Handel, den er da betreibt und wo es um Geld geht. Genau, und heute werden wir uns den Richter, diesen einen Richter, ein bisschen anschauen. Und zwar gibt es den in Jakobus, da wird er beschrieben, Jakobus 4. Und da steht, einer ist Gesetzgeber und einer ist Richter. Also das ist einer, das ist der Gesetzgeber und der Richter, der zu verderben und zu erretten vermag. Und da müssen wir jetzt schauen. Das sind immer jetzt zwei Paar Schuhe, die werden wir jetzt mit anderen Bibelstellen auch beleuchten. Ja? Verderben und erretten oder heilen heißt das. Ja? Das griechische Wort ist sozo, das heißt erretten, retten, befreien, heilen. Das schließt das alles mit ein, dieses Wort sozo. Also der kommt, er kann sowohl heilen, retten, aber er verdirbt auch, dieser Richter, ja? Dieser eine Richter, dieser eine Gesetzgeber. Und wir haben das schon einmal in die anderen Videos gezeigt, ich wiederhole es noch einmal. Dieses Verderben, da gibt es dieses griechische Wort, das heißt Apollyon, das heißt Verderben, zerstören. Und es gibt in der Bibel, natürlich in der Offenbarung, gibt es den Obersten, das ist der König, der Apollyon, das ist der König über die Heuschrecken. Und über diese Skorpione, haben wir gesagt, die uns damit Gift stechen und die Menschen quälen, wo die Kriegsheere sind mit diesen schwefelgelben Panzern, wo wir das erklärt haben, dass das die Diener Jahwes sind. Ja? Das ist der Apollyon, der König. Und da sehen wir jetzt einmal ein bisschen Zusammenhang. Ja? Also er kommt zu verderben, das ist das Apollyon, der Verderber, und zu erretten. Ja? Das ist aber ein falscher Heiler. Und wir schauen uns das einmal an, das geht weit zurück, diese zwei Begriffe, Verderben, Erretten. Und zwar geht das zurück bis zu Mose, fünftes Buch Mose, Kapitel 32. Da kommt nun dieser super wichtige Gott, der sich ja so wichtig nimmt, dieser Narzisst, dieser psychopathische Egoist, der immer nur ich habe das schon einmal erwähnt, ab Kapitel 40 mal anschauen im Jesaja, da steht nur ich bin der einzige Gott, nur ich und kein anderer und nur ich und nichts neben mir. Also er nimmt sich sehr wichtig und da haben wir das wieder, dieses Betonen, diese Wichtigkeit seiner Person. Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich, doppeltes ich. Ich töte und mache lebendig. Ja, töte und mache lebendig. Ich zerschlage und wieder ich heile. Ja, wir haben hier die zwei Komponenten. Er tötet, er macht lebendig. Er zerschlagt und er heilt. Und wenn man dann ein bisschen weiter vorne schaut, steht, wie das funktioniert, dieses Verderben und Töten und wieder lebendig machen und so. Und zwar werden da diese giftigen
bitteren Weintrauben erwähnt, von diesen Weinstöcke. Ja? Und der Wein wird beschrieben, Drachengift ist ihr Wein, grausames Wipperngift. Ja? Da haben wir wieder die zwei Begriffe, Drache, Schlange, das wissen wir, das ist der Teufel, Offenbarung 12 steht das. Der große Drache, die alte Schlange, genannt Teufel und Satan. Ja? Und das ist sein Wein. Ja? Und wir haben schon gesagt, ich möchte das ein bisschen wiederholen, für die, die es noch nicht gehört haben. Wein wurde damals in der Antike verwendet für Schmerzlinderung, Betäubung und Heilung. Genau wie unsere heutige Pharmazie. Ja? Und dieser giftige Wein, dieses Drachengift, dieses Wipperngift von dem Jahwe, das haben wir natürlich in der Offenbarung wieder, und zwar bei der Hure Babylon. Und die Hure Babylon hat diesen Wein, und da wird beschrieben, dass sie mit diesem Wein der Zauberei die ganze Welt verführt. Und Zauberei wird griechisch übersetzt mit Pharmakeia. Ja, und das ist wieder die Pharmazie, Heilung, Betäubung, Schmerzlinderung. Das ist genau derselbe Wein, der dort beschrieben wird, Altes Testament und Neues Testament. Und dieser Wein, diese Medizin, wenn man schaut, hat denselben Effekt. Töten und lebendig machen. Ja? Viele Menschen wären heute tot, wenn sie die Pharmazie nicht hätten. Und viele Menschen wurden durch die Pharmazie getötet, durch die Nebenwirkungen. Da gibt es arge Statistiken davon. Ja. Und im Alten Testament, im Hesekiel, da haben wir das noch einmal, natürlich im 13. Kapitel, da haben wir die falschen Propheten, da wird es aufgezählt. Sie töten Menschen, die am Leben bleiben sollten, und auf der anderen Seite, die nicht am Leben bleiben sollten, die erhalten sie. Ja, da ist wieder Töten, Leben erhalten. Immer diese zwei Bereiche, Verderben und Erretten. Und jetzt gehen wir noch weiter zurück in der Bibel, in dem größten Aufklärungsbuch ever, und zwar ins Alte Testament. Da spricht dieser Jahwe, was er eigentlich vorhat. Ja, dieser Jahwe will die Richter und die Ratgeber wiederherstellen, wie sie am Anfang waren. Und die Ratgeber, da ist das hebräische Wort, das sind böse Ratgeber, die Ratschläge geben, die anderen schaden. Ja, wir sind draufgekommen in unserer Forschung von den vorigen Videos, wir sind draufgekommen, was damit gemeint ist für unsere heutige Zeit. Das sind eben die Ärzte und die Medikamente, das ist diese iatrogene Noxe, das ist lateinisch und heißt vom Arzt und Medikamenten verursachte Krankheiten. Ja, das sind diese Ratgeber, das sind böse Ratgeber. Und die will dieser Jahwe wiederherstellen, die Richter und die Ratgeber wiederherstellen wie im Anfang. Und Anfang, das klingt euch sicher noch im Ohr vom letzten Video, das haben wir beleuchtet. Das heißt im Archaios, das heißt von Anfang an. Und die alte Schlange wird auch so beschrieben. Das Alt, da steht dieses Wort Archaios. Ja? Und wir haben auch die Arche dazu genommen. Und die Archonten, das ist eben die ganze Regierung, die Obersten. Ja? Das heißt, diese ganzen Obersten und diese ganze Regierung, wie es damals war, mit diesen bösen Ratgebern, will dieser Jahwe wiederherstellen. Ja? Richter, Ratgeber haben wir da jetzt dann. Und das findet man erfüllt in der Offenbarung. Und in den letzten Kapiteln, wo wir ihm gesagt haben, wir sind jetzt in den letzten Kapiteln, da erfüllt sich das, und zwar Offenbarung 19, wo dieser Jahwe eben wiederkommt mit diesem Halleluja, wo er gelobt wird. Das kommt nur in der Offenbarung 19 vor, dieses Wort, weil da kommt er eben wieder. Und wie kommt er? Er kommt mit zwei Dingen. Er kommt mit Gericht und mit Heil. Ja, da steht eben, wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, das Heil und die Macht ist unseres Gottes. Ja, also wir haben Heil, Gericht und Heil. Wieder diese zwei Komponenten, Richter und Ratgeber, die Bösen halt. Ja. Und wenn hier steht, das Heil ist unseres Gottes, dann steht beim Grundtext dieses Wort Theos, das haben wir auch schon beleuchtet. Das wird verwendet, wenn man das althebräische, also das alttestamentliche hebräische Elohim, wird eben mit diesem Gott auch übersetzt, ja, weil Jahwe war zu heilig, um es auszusprechen, und deshalb wurde es in der Bibel mit anderen Namen besetzt. Das ist zum Beispiel dieses Adonai, El Shaddai, ja, diese Namen finden wir dann. Darum sind für diesen Jahwe immer verschiedene Namen. Ja, das ist das Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Genau, und dieser Gott, das haben wir schon beleuchtet, das ist eben, dieses Wort wird auch verwendet bei dem Gott dieser Welt, und das ist Satan. 2. Korinther 4, Vers 4, das haben wir gesagt.
Und von diesem Gott, wo wir ihm gesagt haben, in der Offenbarung 19, das Heil ist unseres Gottes, das ist dieses Theos und das hängt dem zusammen, haben wir auch schon besprochen, mit diesem Schwefel, Schwefelgelb, das ist die Farbe des Untergrunds. Ja, also in der Offenbarung 9 haben wir das gehabt. Genau, und so schließt sich das eigentlich wieder, dieser Kreis. Ja? Also es geht hier darum, dass dieser Jahwe noch einmal kommt mit Gericht und Heil. Immer die zwei Komponenten. Ja? Und jetzt schauen wir uns das an, wo dieser Dienst, diese Richter und Ratgeber sich im Neuen Testament erfüllen. Und zwar im Korinther haben wir das. 2. Korinther, Kapitel 9. Da wird gesprochen von der Besorgung dieses Dienstes. Ja, das sind die Diener, die diesen Dienst besorgen. Und die Besorgung, das griechische Wort, das ist Diakonia. Ja, das ist eine dienende Arbeit. Und das wird sowohl angewandt auf den Staat, aber auch es gibt Gottesdiener, auch für die Kirche. Ja, wir haben immer Staat-Kirche, das sind auch immer zwei. Das kommt jetzt noch öfter vor. Und es gibt die dienende Arbeit ist Diakonia und der Diener ist der Diakonos, das heißt dem Diener, und wird auch übersetzt, das ist einer, der im Staub arbeitet. Und Staub ist Erde, Unterwelt. Ja? Und dieses Wort wird auch für die Staatsbehörde verwendet. Ja? Das ist der Diener der Staatsbehörde. Das ist die Besorgung. Und der Dienst, für den Dienst gibt es noch ein griechisches Wort, das ist das Liturgia. Das ist ein öffentlicher Dienst für den Staat oder ein Dienst für Gott. Das ist immer zwei, ja. Es ist Staat und Kirche. Und dann gibt es noch das Liturgos, das ist der Staatsdiener, der Beamte des Staatsapparates oder ein Diener Gottes, wie der Staat und Kirche. Und genau diese zwei Komponenten, dieses Diakonos und Liturgos, also der Diener, den haben wir noch einmal in Römer 13. Natürlich ist das 13, wo der Staat beschrieben wird. Und da wird gesagt, dass der Staat ist Gottes Dienerin, Diakonos. Und ein bisschen später wird es noch einmal genannt, der Staat als Dienerin. Und da ist dann das Wort Liturgos. Okay? Ich möchte da immer den Zusammenhang ein bisschen herstellen. Und wenn wir jetzt schauen, das sind sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir haben gesagt, Staat und Kirche sind beide Diakonos und Liturgos. Staat und Kirche, haben wir gesagt, haben beide Gemeinden. Ja, das war die Ekklesia. Und was noch gemeinsam ist, es gibt im Griechischen in der Bibel ein Wort, das heißt Mysterion, das sind die Geheimnisse. Und das sind religiös-politische Geheimnisse. Ja, also wenn man in der Bibel von diesen Mysterien liest, dann betrifft das Religion und Politik, Staat und Kirche. Das ist schon interessant. Und wie gesagt, es gibt die Gemeinden und die Beamten in Staat und Kirche. Und die gibt es auch noch bei den Freimaurern. Das haben wir auch schon beleuchtet. Da gibt es auch die Gemeinde und die Beamten. Und wir wissen ja, der Gott der Freimaurer ist Satan. Und das sind die Beamten Jahwes, Jahwe des Teufels. Und so schließt sich der Kreis wieder. Ja, ich möchte jetzt noch diese Beamten von Jahwe genauer anhand der Bibel beleuchten. Ja, ich möchte da wirklich ein paar Bibelstellen anführen, damit man es wirklich versteht. Es sind verschiedene Begriffe, die tauchen dann immer wieder auf, sowohl im Alten Testament und im Neuen Testament. Ja. Vielleicht nehmt ihr euch einmal einen Stift her, also ich mache das auch immer bei wertvollen Videos, die ich mir anschaue, da arbeite ich immer mit Stift und Papier, weil das sind verschiedene Begriffe, ich schreibe mir das dann immer raus, weil die kommen dann öfters vor. Vielleicht ist das ein guter Tipp auch. Genau, wir schauen jetzt die Beamten Jahwes an. Wir finden sie in Jeremia 51. Und zwar schalten wir uns da in die Situation ein. Da wird ein Krieg ausgerufen und dann steht, bestellt Kriegsoberste, das sind die Beamten, Doppelpunkt. Lasst Pferde heraufziehen wie furchtbare Heuschrecken. Ja, also man sieht den Zusammenhang, die Beamten mit den Pferde und die sind wie furchtbare Heuschrecken. Und wo erfüllt sich das? In der Offenbarung natürlich. Das sind die Pferde
Die haben diesen schwefelgelben Panzer, ja, Farbe der Unterwelt, wissen wir wieder, dieser Gott. Und die Heuschrecken. Und ihr König ist der Apollyon. Ja, also wir haben dieses Alte Testament voll komprimiert in der ganzen Offenbarung. Ja, also da ist Krieg ausgerufen über die Beamten. Sie ziehen wie Pferde herauf und sind wie furchtbare Heuschrecken. Und Nahum beschreibt das auch und sagt, deine Beamten sind wie Heuschreckenschwärme. Ja, und Heuschrecken dürfen wir wissen, das sind Shapeshifters, das sind Gestaltenwandler. Und Satan ist ein Gestaltenwandler. Ja. Satan ändert seine Gestalt, kann seine Gestalt ändern als Engel des Lichts und seine Diener genauso. Seine Diener sind die Diener der Gerechtigkeit. Sie verwandeln sich. Sie können ihr äußeres Aussehen verwandeln, aber das Wesen bleibt gleich, das ist böse. Genau, und jetzt schauen wir noch einmal dieses Wort staatliche Macht an. Ja? Dieses Wort Macht. Und zwar ist das griechische Wort exousia. Das heißt Recht und Macht. Das ist eine Macht, die man über etwas oder jemand ausübt. Es ist ein Verfügungsrecht haben und jemand kontrollieren. Das ist diese Macht gemeint, diese staatliche Macht. Das passt, ja. Sie üben Macht über uns aus und haben Verfügungsrecht und kontrollieren uns. Und das ist eben in Römer 13 beschrieben. Und ich habe da eine gute Erklärung gefunden in einer Bibel, da gibt es manche Bibeln, die haben hinten einen Anhang und da werden dann die Worte genau erklärt. Und ich habe da in der Elberfelder Bibel habe ich griechischen und hebräischen Sprachschlüssel und die erklären das auch sehr gut. Das gefällt mir, diese Übersetzung. Also diese Erklärung, und da steht nämlich, diese staatlichen Mächte, das bezeichnet nicht so sehr die Gerichtsbeamten, sondern die Mächte und Kräfte, die herrschen, die Obrigkeiten, und dieses Wort ist ein Synonym zu Arche, zu den Archonten, zu den obersten Herrschaft, Gewalt, Regierung. Ja? Also da geht es um Kräfte und Mächte, die herrschen, nicht um die Beamten, nicht um die Personen. Da geht es um das, was dahinter steckt, um diese Herrschaft, um diese unsichtbare Herrschaft, um diese Archonten. Darum gefällt mir diese Erklärung gut. Jetzt schauen wir mal an. Unser Kampf ist gegen diese Gewalten, da haben wir dieses Wort Archonten, dann gegen die Mächte, da ist dieses Wort Exousia, das ist eben die Staatsmacht, gegen die Weltbeherrscher, haben wir gesagt, das ist der Kosmokrator, der den Kosmos beherrscht, und Kosmos ist die gottablehnende Menschheit, die den Herrschaftsbereich Satans bildet, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte, das sind Geister, der Bosheit, das ist der Hoponeros, der Böse, in der Himmelswelt. Das ist unser Kampf, ja, wir kämpfen gegen die, das ist ein geistiger Kampf. Ja, unser Kampf ist gegen Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ja. Das heißt, wir sehen immer mehr, wer eigentlich unser Feind ist. Und es bringt nichts, wenn wir gegen die Gerichtsbeamten, gegen die pragmatisierten Beamten, dass wir gegen die vorgehen und die Regierung stürzen. Das bringt nichts. Das sind nur kleine Handlanger, das sind nur die Werkzeuge. Ja? Das sind nur die Diener, die Marionetten, die er dann irgendwann wegwirft. Und ich möchte euch da eine Geschichte erzählen. Ich kenne jemanden, und der hat mir diese Geschichte erzählt, weil er war dabei. Da war eine Frau und die hat auch erkannt, dass die ganzen Gesetze, die heute vom Staat sind, dass die viel weiter zurückgehen, und hat das mit Hitler auch in Verbindung gebracht. Stimmt auch, gehört auch dazu, sage ich mal. Und die hat sich dann erbost und ist aufs Finanzamt gegangen und hat gesagt, so, ich zahle jetzt keine Steuern mehr, weil das kommt sowieso alles vom Hitler. Im Endeffekt, um es kurz zu machen, sie ist bei ihrer Meinung geblieben und sie ist für diese Aussage, sitzt sie jetzt, glaube ich, 4 Jahre lang im Gefängnis. Es bringt nichts, wenn wir gegen den Staat, gegen das Finanzamt, gegen die Beamten gehen. Sinnlos. Erstens einmal können die uns dann was antun, wenn wir mit solchen Meldungen kommen.
Wir müssen dahinter gehen. Wir gehen zum Ursprung. Ja? Wir gehen in die geistige Dimension hinein und dort kämpfen wir. Und das ist eben dieser Vers, den ich auch letztes Mal zeigen wollte. Aber er kommt heute auch nicht wahrscheinlich. Genau, jetzt bleiben wir bei diesem Dienst. Ja? Die Besorgung dieses Dienstes, dieser Staatsdienst, haben wir gesagt. Ja? Und da steht eben in der Bibel drin, dass dieser Dienst reich macht. Ja, und ihr könnt euch erinnern, wir haben letztes Mal dieses Gleichnis gehabt von diesem hochgeborenen Mann. Das hat ihm begonnen natürlich mit Vers 13 im Lukas. Der zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und dann um wiederzukommen. Ja, da haben wir gesagt, das ist der Jahwe, der wiederkommen will in der Offenbarung 19. Und er beruft seine 10 Knechte, das ist in der Offenbarung, sind das die 10 Hörner oder die 10 Könige, und gibt ihnen Pfunde. Er gibt ihnen Geld und sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Ja? Und dieser König wird beschrieben, und wir wissen ja, König ist für uns gemeint, das sind die Systeme, die heute herrschen. Dieser König ist ein strenger Mann, er nimmt, was er nicht hingelegt hat, und erntet, was er nicht gesät hat. Und dann steht da, jeder, der da hat, dem wird gegeben werden, und von dem, der nicht hat, wird selbst das genommen, was er hat. Das ist das beste Bild für den Staat und der Steuerzahler. Der Staat kriegt immer mehr, die Reichen kriegen immer mehr, und der Steuerzahler, dem wird das auch noch weggenommen. Und da möchte ich euch jetzt noch 3 Bibelverse zeigen, wo das im Alten Testament prophezeit ist und wie sich das heute vor unseren Augen erfüllt. Psalm 109, da wird beschrieben, mal auf die Zeit schauen, der Verkläger, es wird ein Verkläger auftreten, dann wird gezeigt, aus dem Gericht wird man als Schuldiger hervorgehen, und das sieht man heute immer mehr. Das Bild hat sich gewandelt, Täter, Opfer, das kann man immer mehr beobachten. Und dann kommt der Wucherer, umgarne alles, was er hat, und Fremde mögen seinen Erwerb rauben. Das haben wir heute, ja. Alles, was wir haben, wird umgarnt, und Fremde rauben unseren Erwerb. Klammer, Erwerbsteuer, Lohnsteuer, Punkte, Punkte, Punkte. Amos 5, da wird gesprochen, dass ein Pachtzins erhoben wird über den Geringen, oder, das heißt auch noch, die Armen werden niedergetreten. Der Gerechte wird bedrängt, sie nehmen Bestechungsgeld oder Schweigegeld und drängen den Armen zur Seite. Ja, und das sehen wir. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, die werden immer mehr ausgebeutet. Und dann haben wir noch in Habakuk, haben wir noch einen Vers, Habakuk 2. Da werden die Menschen beschrieben, die aufhäufen, was nicht ihrer ist, und die Pfandschuld aufladen, die Zins auferlegen, und man zittert vor ihnen. Und dann steht noch, und du, also wir, und du wirst ihnen zur Beute oder zur Plünderung werden. Da haben wir es wieder. Ne? Und das ist interessant, wir haben die Erfüllung haben wir im Neuen Testament, weil wenn wir dieses Wort für Beute machen, Rauben, Plünderung, das griechische Wort ist harpazo, das heißt im Rauben, Plündern, etwas gewaltsamer an sich reißen. Ja? Und das erfüllt sich dann, wenn es heißt, im 1. Thessalonicher, wir werden alle entrückt werden. Da steht nämlich dieses Wort harpatio. Wir werden alle geraubt werden, gewaltsam weggerissen werden, geplündert werden. Und zwar dem Herrn entgegen, da steht wieder dieses Kyrios, das wird verwendet für den alttestamentlichen Jahwe, dem Kyrios, dem Herrn entgegen, dem Jahwe entgegen, in die Luft, zu dem Fürst der Macht der Luft. Und das wissen wir, wer das ist. Ja? Und dieses Harpazo, das wird hier halt übersetzt mit entrückt, aber das heißt im Grundtext immer rauben, plündern, zur Beute werden, gewaltsam an sich reißen. Das ist ein Rauben des Eigentums von einem anderen, und das geschieht nicht heimlich, das geschieht öffentlich. Das ist ein öffentlicher Gewaltakt, ja. Und Steuern, das wird öffentlich erhoben, das geschieht nicht im Geheimen. Und das ist das, was Jesus wusste, und deshalb hat er in Matthäus 20, Vers 25 schon davon gesprochen, dass die Regenten, also die Regierung der Nationen, die beherrschen und üben Gewalt. Ja. Jetzt schauen wir noch einmal diesen Staatsdienst weiter an, die Besorgung dieses Dienstes mit dem Diener. Da geht es dann weiter in diesem Kapitel, 2. Korinther 9.
Da wird das beschrieben, und zwar im Vers 13, was da noch mitspielt, nämlich das Evangelium Christi. Das ist aber nicht das Evangelium von Jesus Christus, weil, wenn man die Bibel aufmerksam liest, steht im 2. Korinther 11, Vers 4 steht, dass es einen anderen Jesus geben wird, dass es einen anderen Geist geben wird und dass es ein anderes Evangelium geben wird. Ja? Und das ist das Evangelium, was Paulus eigentlich predigt. Das ist anders als das, was Jesus hat. Darum sagt Paulus immer, mein Evangelium. Ja? Und in der Offenbarung finden wir es, das ist das ewige Evangelium. Und da müssen wir jetzt schauen, dieses Wort ewig, das heißt Äon auf Griechisch und bedeutet für uns, das ist ein Äon, ein Zeitalter, das ist der Lauf der Verhältnisse dieser Welt. Und das ist genauso negativ gemeint wie der Kosmos. Ja? Das heißt, dass dieses ewige Evangelium ist nicht gemeint, dass es immer ist, sondern das hat diesen negativen Touch und ist beschränkt. Das ist nur ein bestimmter Zeitraum, das heißt nicht ewig. Ja? Und ewig ist interessant, wenn wir uns das im Hebräischen, im Alten Testament anschauen. Da heißt nämlich ewig auch verborgen, geheim, verdeckt. Ja, man muss immer aufpassen, immer schauen, was heißt das wirklich. Ja? Und dieses Äon, das haben wir noch einmal im Epheser 2, da wird es beschrieben, das ist der Zeitlauf, in Klammer Äon, dieser Welt, von diesem Kosmos. Und da wird erwähnt, der Fürst der Macht der Luft, mit seinem Geist, der jetzt wirkt. Ja, das ist dieses Ewige. Aber die Ewigkeit hat jetzt ein Ende. Genau, und jetzt schauen wir uns noch, geht sich noch aus, ja, diesen Fürst an, diesen Fürst der Macht der Luft. Und zwar, Fürst wird übersetzt mit Griechisch Archon, das sind die Archonten, das sind die Obersten, die Regierung, Autorität, Macht, Herrschaft. Und im 1. Korinther 2 steht, dass die Fürsten dieses Zeitalters, ja, da haben wir wieder dieses Ewig drinnen, dieses Jetzt, die Fürsten dieses Zeitalters werden zunichte. Und genau dieses selbe Wort zunichte finden wir noch einmal beim Antichristen, in 2. Thessalonicher 2,9, wo der Antichrist ist. Da steht eben drinnen, dass der auch vernichtet wird und dass dieses selbe Wort drinnen. Und diese Vernichtung des Antichristen geschieht bei der Wiederkunft. Und wir haben gesagt, für Wiederkunft gibt es 3 verschiedene Begriffe. Und das heißt aber auch ein Offenbarwerden bestimmter Inhalte. Das heißt, da werden bestimmte Inhalte offenbar, die den Antichristen vernichten, zunichte machen. Und das geschieht eben bei der Erscheinung von Jesus Christus. Ja, das ist diese Wiederkunft, dieses Offenbarwerden bestimmter Inhalte, durch den Hauch seines Mundes. Und der Hauch ist der Wind, der Geist. Das ist derselbe Geist, den er in die wiedergeborenen Kinder Gottes gibt. Und das ist eben dieser geistige Kampf, in dem wir drinnen stehen gegen den Antichristen. Ja, also die Fürsten dieses Zeitalters werden zunichte. Und wir haben in Offenbarung 1, Kapitel 1, Vers 5, wird ja beschrieben, wie der heißt, der Fürst. Aber das ist der falsche Jesus Christus. Ja, wir haben ja gesagt, es gibt 2. Das ist der falsche, das ist nämlich der Antichrist. Und er nennt sich, Jesus Christus, der Fürst Archonten, der Könige der Erde. Könige der Systeme dieser Erde. Ja, Jesus war kein Gott, kein Fürst, kein Erhabener über die Systeme. Jesus war immer beim kleinen Volk und hat dort gewirkt. Also das ist eindeutig der andere, ja. Und die ganze Offenbarung beschreibt diesen falschen Jesus Christus, ja, mit Bezeichnungen haben wir schon gesagt, das Lamm, der Allmächtige. Ja, genau, und dann wir schauen uns jetzt den Fürsten an. In Johannes 16, Vers 11 heißt es, der Fürst, Archon, dieser Welt ist gerichtet.
Ja? Und im Alten Testament haben wir den Fürst von Tyrus. Das haben wir auch schon gesagt, das ist ein Bild von Satans Fall aus dem Himmel. Und Tyros heißt, oder Tyros auch, heißt Anfänger, von Anfang an. Und wie man gesagt, Satan ist der Mörder von Anfang an. Und die alte Schlange, da haben wir wieder dieses von Anfang an. Ja, das ist diese Herrschaft, diese Regierung. Also das hat im Himmel schon begonnen und wird da jetzt weitergeführt. Genau, und eins, das geht sich jetzt noch aus. Das Gegenteil von diesem, wir haben gesagt, dieses ewige Evangelium, das ist verborgen, verdeckt, geheim. Das Gegenteil ist das griechische Wort Apokalypto, die Offenbarung. Das heißt, aufdecken, was geheim, verborgen und unbekannt war. Und dieses Wort ist eines der 3 Wörter für die Wiederkunft Christi. Ja, und das ist damit gemeint. Jesus kommt nicht wieder, sondern es gibt eine Offenbarung bestimmter Inhalte. Das ist eine Enthüllung, eine Offenbarung, ja, dieser Geheimnisse, dieser Mysterien. Und wir haben gesagt, Mysterien, religiös, politisch. Und auch es gibt in der Bibel, wird gesprochen vom Geheimnis Jesu Christi. Und das ist der Antichrist, das ist damit gemeint. Ja? Das hängt immer religiös und politisch zusammen. Ich glaube, wir machen da jetzt Schluss. Das ist eh schon sehr viel. Ich glaube, das muss man sich 2-mal anhorchen. Das ist immer geballte Ladung, was ich euch darüber schicke. Ja, ich will einfach diese Zusammenhänge aufzeigen, damit das wirklich verstanden wird, worum es da geht, wer dahinter steckt und die Lösung kommt. Die Lösung steht im Lösungsbuch drinnen. Wie gesagt, die Bibel, ich liebe dieses Buch. Es ist das größte Aufklärungs-, Heilungs- und Lösungsbuch überhaupt. Ja, und wir schauen uns das an, wie wir lassen es aufklären und dann schauen wir, wie ist die Lösung. Und die Lösung hängt von uns ab. Das ist unser Part, den wir dazu beitragen können. Das wird dann genau beschrieben. Das machen wir dann noch. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen. Ich habe es geschafft. Es schnappt nicht ab voreilig. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und ja, forscht, glaubt nicht alles, googelt, schaut in die Bibel rein. Mit Grundtext, mit Konkordanz kommt man auf viele Dinge rauf. Und betet um den Heiligen Geist, damit ihr das Verständnis bekommt, damit ihr die Bibel so versteht, wie sie zu verstehen ist. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen.